um die geistlichen It's with the Angelegenheiten, condition of his church. um den Zustand seiner Gemeinde. I find so many Christians in America so concerned with what the government ought to be doing. Und ich stelle fest, dass so viele Christen in Amerika sich so besorgen um das, was die Regierung alles tut. But I think they should be more concerned with what the church ought to be doing. Aber ich denke, die sollten sich mehr darum sorgen, was eigentlich die Gemeinde tun soll. In fact, I've told American Christians many times, Und in der Tat habe ich das amerikanischen Christen you schon oft people are gesagt. trying to get the government to do what you ought to be doing. Ihr versucht, eure Regierung dazu zu bringen, das zu tun, was eigentlich ihr tun sollt. God is primarily interested in the church. Gott ist in erster Linie interessiert an der The Gemeinde. scripture that Ruth and I quoted Und die Schrift, die Ruth und ich zitiert haben, says that he's looking for himself his own special people. sagt, dass er sucht nach seinem eigenen oder sich aussondert sein eigenes besonderes Volk. That's his priority. Das ist seine Priorität. All political issues are secondary to that. Und all die politischen Angelegenheiten kommen dahinterher. And then in chapters 4 and 5, we have a glimpse of heaven, Und dann in Kapitel 4 und 5 können wir einen Blick in den Himmel werfen, where the throne is, wo der Thron ist, where the government of the universe is. wo die Regierung des Universums ist. And there's no nervousness there. Und dort gibt es keine Nervosität, There are no crises. da gibt es keine Krise, Everything is under total control. da ist alles vollständig unter Kontrolle. And God is completely master of every situation. Und Gott ist völlig Meister aller Situationen. And if we don't approach Revelation that way, we'll get into trouble. Und wenn wir die Offenbarung nicht aus dieser Perspektive angehen, dann bekommen wir Schwierigkeiten. Now we come to chapter 6. Nun, dann kommen wir zu Kapitel 6. And I'm going to give you my understanding of it. Und ich möchte euch mein Verständnis davon I vermitteln. believe chapter 6 is a summary of all that's going to take place in the remaining chapters. Ich glaube, dass Kapitel 6 eine Zusammenfassung von all dem ist, was in den folgenden Kapiteln geschehen Up wird. to chapter 20. Bis zu Kapitel 20. It's as if I were giving a teaching on some particular theme. Das ist wie wenn ich jetzt über ein besonderes Thema lehren würde First of all, I'd give you a summary of all that I intend to go through. und euch zuallererst einmal eine Zusammenfassung And mitgeben then würde, was ich after the alles sagen summary, will. Und dann nach der Zusammenfassung then we would go into details about certain aspects of what I had summarized. würden wir uns mit den Einzelheiten bestimmter Aspekte, die ich in der Zusammenfassung erwähnt But I habe, begeben. believe chapter 6 takes us from a certain point in history right up to the close of the age. Aber ich glaube, dass uns Kapitel 6 von einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte bis ganz zum Ende führt. And there are 5 successive phases to the close. Und da sind 5 verschiedene hintereinander folgende Phasen bis zum Abschluss. And the first 4 phases are depicted by a particular horse Und die ersten 4 Phasen werden abgebildet durch jeweils ein bestimmtes Pferd with a rider. mit einem Reiter. And I think each horse represents a phase. Und ich glaube, dass jedes Pferd für eine Phase steht. So let's look at them briefly. Wollen wir die schnell betrachten? Verses 1 and 2. Vers 1 und 2. Now I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard one of the 4 living creatures saying with a voice like thunder, "Come." Und ich sah, dass das Lamm das erste der 7 Siegel auftat, und ich hörte eine der 4 Gestalten sagen wie mit einer Donnerstimme, komm. And that voice summoned the first horse. Und diese Stimme befahl das erste Pferd herbei. It's very important to understand all the horses were summoned from heaven. Und es ist wichtig zu erkennen, dass all diese 4 Pferde aus dem Himmel herbeibefohlen wurden. They're part of God's plan. Sie sind Teil des Planes Gottes. And I said at the beginning, we have to understand that God is the judge. Und ich sagte schon am Anfang, wir müssen verstehen, dass Gott der Richter ist. And 3 of these 4 horses represent God's judgment on a Christ-rejecting world. Und 3 dieser 4 Pferde stehen für das Gericht Gottes über eine Welt, die Christus abgelehnt hat. But the first horse, as I understand, represents God's final offer of mercy. Aber das erste Pferd, so wie ich es verstehe, steht für Gottes letztes Gnadenangebot. And we read in verse 2, Und wir lesen in Vers 2, I looked and behold a white horse,
And he who sat on him had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus sieghaft und um zu siegen. Now, the word that's translated crown or krona Das Wort, das mit Krone übersetzt is wird, not a king's crown, ist hier nicht eine Königskrone, but it's the laurel wreath that was given to a victor in the Olympic Games. sondern der Lorbeerkranz, der einem Sieger bei den Olympischen Spielen It verliehen wurde. corresponds exactly to the gold medal that's given today. Und korrespondiert genau mit der Goldmedaille, die heute verliehen wird. And it's the mark of a victor. Es ist das Kennzeichen eines Siegers. And I believe this white horse is Jesus. Und ich glaube, The rider on the white horse is Jesus. der Reiter auf diesem weißen Pferd ist And Jesus. he's going out conquering and to conquer. Und er geht hinaus sieghaft, um zu siegen. And he will know no defeat. Und er wird keine Niederlage erleben. And it's the gospel sent forth to all humanity. Und es ist das Evangelium, das in die ganze Menschheit hinausgesandt ist. If you want a picture, you can turn to Psalm 45 for a moment. Wenn ihr davon ein Bild sehen wollt, könnt ihr mal Psalm 45 I aufschlagen. always try to support one scripture with another. Und ich versuche immer, eine Schriftstelle durch die andere zu stützen. And Psalm 45 is acknowledged to be a messianic psalm. Und es ist anerkannt, dass Psalm 45 ein messianischer Psalm ist. And we'll just read verses 2 through 5. Wir lesen nur Vers 2 bis Now 5. this is a picture of Messiah. Das ist ein Bild vom Messias. Verse 2, you are fairer than the sons of men, grace is poured upon your lips, therefore God has blessed you forever. Vers 3, du bist der Schönste unter den Menschenkindern, voller Huld sind deine Lippen. Wahrlich, Gott hat dich gesegnet für ewig. Verse 3, gird your sword upon your thigh, O mighty one, with your glory and your majesty. Vers 4, gürte dein Schwert an die Seite, du Held, und schmücke dich Herr. This is the rider on the white horse. Das ist der Reiter auf dem weißen Pferd. Verse 4, and in your majesty ride prosperously because of truth, humility and righteousness. Vers 5, es möge dir gelingen in deiner Herrlichkeit, zieh einher für die Wahrheit in Sanftmut und Gerechtigkeit. That's not the normal military conqueror. Das ist nicht der normale militärische Eroberer. His three characteristics are truth, humility and righteousness. Seine drei Charaktereigenschaften sind Wahrheit, Sanftmut und It's the Gerechtigkeit. conquering Messiah with his gospel. Es ist der erobernde Messias mit dem Evangelium. And your right hand shall teach you awesome things. So wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. And then verse 5, your arrows are sharp in the heart of the king's enemies, the peoples fall under you. Und dann Vers 6, scharf sind deine Pfeile, dass Völker vor dir fallen, sie dringen ins Herz der Feinde des To me that pictures a release of the supernatural power of God Das ist für mich eine Freisetzung der übernatürlichen Kraft Gottes, that brings the arrow of conviction to the human heart die den Pfeil der Überführung in das menschliche Herz schießt and causes people to fall before the Lord. und dafür sorgt, dass Menschen vor dem Herrn fallen. And then verse 6, Und dann Vers 7. your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Gott, dein Thron bleibt immer und ewig, das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Notice that Zepter. this Messiah is called God, Beachtet, dass dieser Messias Gott genannt and wird. his throne is a throne of righteousness. Und sein Thron ist ein Thron der Now, let's go Gerechtigkeit. back to Revelation chapter 6 Kommen wir zurück zur Offenbarung Kapitel 6 and look again in verse 2. und schauen wir wieder in Vers 2. I looked and behold a white horse. Ich sah und siehe ein weißes Now Pferd. in the Roman Empire, a white horse was ridden by the emperor. Nun, im römischen Reich wurde ein weißes Pferd vom Kaiser geritten. Or any general that had been successful in a war for Rome. Oder von einem General, der Erfolg gehabt hatte in einem Krieg für The Rom. Roman Senate voted him a triumph. Dann hat ihn der römische Senat zum Triumphator gewählt. And he was placed in a chariot drawn by a white horse. Und er durfte in einen Streitwagen gehen, der von einem weißen And he Pferd was- gezogen wurde.
taken through the streets of Rome while all the people stood on the sidewalks and applauded him. Und wurde durch die Straßen Roms geführt, während alles Volk in Rom So this white horse suggests victory and triumph. an den Bürgersteigen stand und ihnen applaudierte. Und dieses weiße Pferd steht für Sieg und Triumph. And for me, it represents Christ through the gospel going out to all nations. Und für mich steht es dafür, dass Christus durch das Evangelium zu allen Nationen geht. And I believe he goes out as a victor. Und ich glaube, er zieht aus als Sieger. To me, this is a message of tremendous encouragement. Für mich ist das eine Botschaft von gewaltiger Ermutigung. The gospel is going to go out victoriously in